Willkommen in Norwegen! Meine Zweifel sind eigentlich immer größer geworden. Also solche Campingplätze, die sind einfach Gold wert. Es ist echt geil, wenn man sich einfach aus der Natur halt dann so seine Lebensmittel holen kann. Jetzt kommt das ultimative Norwegen-Erlebnis. Die Hauptattraktion Norwegens ist die Natur. Die Berge und Fjorde oder die Gletscher und Seen, das sind die Gründe, warum wir Norwegen mit dem Fahrrad bereisen. Und um das voll auszukosten, wollen wir ab jetzt die Natur zu unserem Zuhause machen. Ganz nach der norwegischen Philosophie von Friluftsliv. Also einem Leben in der Natur, unabhängig von Jahreszeiten und Wetter und ohne dabei die Natur zu beeinträchtigen oder zu zerstören. Die Philosophie von Friluftsliv ist Teil der norwegischen Identität und wir wollen dieses Leben im Freien ein bisschen kennenlernen. Seit einer Woche sind wir in Norwegen, haben ein paar entspannte Tage bei meiner Familie in Oslo verbracht und sind nun am Weg raus aus den dicht besiedelten Vororten Oslos. Langsam werden die Bedingungen, um in das norwegische Friluftsliv einzutauchen, immer besser. Jetzt sind wir seit 2 Tagen von Oslo weg, sind schon so die ersten 120 Kilometer gefahren und heute haben wir auch unseren ersten richtig coolen Campspot. So richtig schön am See. Und ja, jetzt wird es jeden Tag ein bisschen ruhiger und wir freuen uns schon richtig auf die einsamen Strecken in Norwegen. Das Leben in und mit der Natur bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Nach einem langen, verschwitzten Fahrradtag sehnt man sich nach einer Dusche. Wir hassen es, ungewaschen in den Schlafsack zu kriechen. Ein Badezimmer sucht man in der Natur aber vergebens und so sind wir über die Jahre zu Profis des Autoduschens geworden. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann das Duschen zur Challenge werden, denn nicht immer ist es so einfach wie an diesem Abend. Wir campen heute Nacht neben dem größten Fluss Norwegens. Ich glaube, wir blenden das ein, wie der heißt, ich weiß nämlich jetzt nicht. Und das Praktische immer ist, wenn man an einem Fluss campt, dass man sich waschen kann. Also wir haben jetzt da ein Netzplatz gefunden, direkt am Fluss. Da drüben geht so ein Weg runter mit einem Sandstrand. Ob der Fluss richtig sauber ist, wissen wir eigentlich noch nicht, aber das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Also der Fluss ist sauber, er ist zwar relativ braun, aber das ist wahrscheinlich, weil irgendwie so oxidiertes Eisen oder so drinnen ist. Er ist recht braun gefärbt, so wie alle Flüsse eigentlich, die wir da in der Umgebung gesehen haben. Aber er stinkt nicht, das war jetzt richtig erfrischend, richtig gut. Jetzt haben wir uns beide gewaschen. Ja, perfekt. Also solche Campingplätze, die sind einfach Gold wert, wenn man am Wasser ist. Jetzt sind wir echt in Norwegen und fahren ans Nordkap. Also bei der Planung habe ich mir gedacht, ja, ans Nordkap, kein Problem. Aber ich muss sagen, meine Zweifel sind eigentlich immer größer geworden. Und ich fühle mich gar nicht mehr so sicher, dass ich das schaffe. Also man glaubt irgendwie, ja, man ist ja schon bis Malaysia gefahren. Man hat den Pamir geschafft, jetzt das Nordkap, das ist ein Klacks. Aber ich muss sagen, ganz so ist es nicht. Also die Zweifel sind trotzdem da, eben hauptsächlich wegen dem Wetter. Also dass wir das körperlich schaffen, kein Problem. Aber ob wir dann bei dem Wetter mental durchhalten. Also aktuell haben wir ja traumhaftes Wetter. Wir sind aber nur ganz im Süden von Norwegen. Und jeder warnt uns schon vor dem Wetter ganz im Norden. Und wenn es dann 2 Grad hat und den ganzen Tag regnet, boah, ich habe echt Respekt davor. Ja, und andere sagen wieder, oh, im August, da kann schon schneien da oben. Aber es wird hoffentlich gut gehen.
Wir können Glück haben, wir können Pech haben im Wetter. Es kann da Ende August wunderschön sein, es kann Ende August Schnee liegen. Wir werden sehen, wir haben das Winterzeug dabei. Einfach Step by Step denken und nicht gleich an das große Ganze, dann wird das schon hinhauen. In Norwegen ist so cool, da gibt es überall am Wegesrand in den Wäldern ganz viel Blaubeeren. Das ist echt einfach so fein. Jetzt haben wir da eine kurze Pause gemacht, haben ein paar Handvoll Schwarzbeeren, Blaubeeren gesammelt. Es ist echt geil, wenn man sich einfach aus der Natur halt dann so seine Lebensmittel holen kann. Ich meine, auch wenn das jetzt nicht extrem viel ist, aber zumindest ein bisschen was. Bevor das Video weitergeht, unterbrechen wir ganz kurz, um euch den Sponsor des heutigen Videos vorzustellen. Busuu ist eine Online-Plattform und App, um Sprachen zu lernen. Auf unseren Reisen versuchen wir in jedem Land zumindest die Basics einer Sprache zu lernen. Das bricht sofort alle Barrieren und wir kommen so viel leichter mit den Menschen in Kontakt. Mit der Sprachlern-App Busuu ist das jetzt auch von unterwegs aus möglich, egal ob am Handy oder am Laptop. Und falls du mal richtig weit im Nirgendwo bist, kannst du auch abends im Zelt im Offline-Modus üben. Das Coole an Busuu ist, dass du gleich von Anfang an die wichtigsten Phrasen lernst. Zu Beginn gibst du an, dass du die Sprache fürs Reisen lernen möchtest und so wird der Lehrplan auf deine Ziele abgestimmt. Busuu ermöglicht dir dann den Austausch mit Muttersprachlern, die deine Übungen direkt korrigieren. Der unmittelbare Austausch mit der Community bringt richtig viel Motivation, die Sprache weiterhin zu üben. In der Infobox findest du den Link zu Busuu, du kannst dich dort kostenfrei registrieren und die Premium-Version für 7 Tage kostenlos ausprobieren. Aber jetzt zurück nach Norwegen. Auf dem Fahrrad haben wir genug Zeit, über die Welt nachzudenken, unser eigenes Konsumverhalten zu reflektieren und den Überfluss, in dem wir leben, zu hinterfragen. Denn in der Natur zu leben bedeutet auch, verantwortungsvoll damit umzugehen. Heute bietet sich für uns die Möglichkeit, ein paar weggeworfene, aber durchaus noch genießbare Lebensmittel zu retten. Auch ein Symptom des Überflusses. Ich habe schon von so viel Leuten gehört, dass man in Norwegen so gut dumpstern kann und endlich haben wir es geschafft. Das erste Mal, würde ich sagen, war nicht erfolglos. Macht schon Sinn, das Essen wieder rauszuholen. Für uns eine einprägsame Erfahrung zu sehen, was alles im Müll landet. Die Lösung kann Dumpstern aber natürlich auch nicht sein. Der heutige Campspot ist aus dem Bilderbuch. Von unserer imaginären Küche aus haben wir einen traumhaften Blick auf den See und die Abendstimmung. Unser Wasserhahn ist ein Wassersack, das Waschbecken liegt nicht gerade auf rückenschonender Höhe und trotzdem sind wir uns einig, dass wir uns heute die beste Küche von allen ausgesucht haben. Unsere Route führt uns durchs Österdalen, also durchs östliche Tal von Oslo nach Trondheim. Und je näher wir nach Trondheim kommen, desto beeindruckender werden die Landschaften. Zum Glück gilt auch hier, wie in ganz Norwegen, das Jedermannsrecht. Es besagt, dass unter der Einhaltung gewisser Regeln jeder in der Natur übernachten darf, egal ob im Zelt oder unter freiem Sternenhimmel. Solange man 150 Meter vom nächsten Haus entfernt ist, bewirtschaftete Flächen meidet und den Platz sauber hinterlässt, steht einer Nacht im Zelt nichts im Weg. Doch bevor wir heute das Zelt aufstellen können, stellt uns die Natur auf die Probe und wir müssen bei ordentlichem Gegenwind viele Höhenmeter bergauf fahren. Und trotzdem bin ich voll gut drauf, gell, Reini? Ich bin halt gar kein Kranzscherben, gell? Kranzscherben kennen unsere deutschen Zuschauer wieder nicht. Mieser Peter. Boah. Jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Jetzt kommt das ultimative Norwegen-Erlebnis. Ich halte es nicht aus. Wir haben sogar einen Beachvolleyballplatz. Wir haben unseren eigenen See mit
Tisch mit Grillstelle. Ich glaube, dass das sogar eine Toilette ist da oben. Und einfach kein Mensch da. Also ich bin wirklich sprachlos. Besser geht's nicht. Ja, ist echt. Eine frisch gemachte Wiesen, ein Strand, unser eigener See mit eigenem Eingang. Oh Gott. Ja, und jetzt ab in die Fluten, oder? War mir so kalt, ich schaffe das glaube ich gar nicht. Aber ui, da kommt ein Auto. Ich mache mich jetzt nur mal auf den Weg, um frisches Wasser zu holen, weil es gerade ein deutsches Pärchen, die was da sehr Hütte gemietet haben, ist gerade rübergekommen und die haben uns gesagt, dass draußen auf der Hauptstraße, so 800 Meter vom Campingplatz jetzt weg, ein schwarzer Schlauch ist, wo Quellwasser rauskommen soll. Und da werde ich jetzt unseren Wassersack noch auffüllen, dass wir noch frisches Wasser dann haben. Auch wenn in Norwegen die Natur die Hauptattraktion ist, lässt sich hier das eine oder andere interessante Kleinstädtchen finden. Die traditionelle Bergbaustätte Røros besticht mit den bunten Holzgebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Früher wurde hier Kupfer im großen Stil abgebaut und weil die Kupferminen sowie die Häuser der Bergbauarbeiter so gut erhalten sind, zählt Røros zum UNESCO-Weltkulturerbe. Trondheim ist bereits zum Greifen nahe. Wir merken das vor allem am stärker werdenden Straßenverkehr und weil Radwege nicht unbedingt das Aushängeschild Norwegens sind, tragen wir ab jetzt immer häufiger eine Warnweste. Mittlerweile haben wir unseren Alltag in der Natur sehr gut im Griff, das Wetter spielt uns in die Karten und wir fühlen uns in Norwegen willkommen. Außerdem treffen wir immer wieder auf Norweger, die selbst das Friluftsliv zelebrieren. Momentan scheint gerade die Hochsaison für Fischer zu sein. Wir sind gestern kurz vor Trondheim angekommen, haben dann beschlossen, wir wollen noch vor der Stadt schlafen, haben uns einen Campingplatz gesucht, sind zu so einem Fluss gefahren, wo wir relativ schnell ein cooles Platz gefunden hätten. Das war so eine Wiesen und da war ein Hittel dabei und wir haben aber schon gesehen, da sind rundherum relativ viele Fischer und es hat eigentlich dann keine 10, 20 Minuten gedauert, ist ein alter Mann vorbeigekommen, der was uns dann gesagt hat, ey, ihr dürft ja nicht campen, das ist ein Platz nur für Fischer. Und ich meine, der war super freundlich, der hat uns das voll nett gesagt. Dann haben wir beschlossen, okay, jetzt müssen wir halt weiterfahren, suchen wir uns woanders einen Platz, sind dann den Fluss abwärts gefahren, waren immer wieder so Hittel, wo eben Fischer waren und bei einem Hittel sind wir dann stehen geblieben und dann hat die Angie die Männer, die was da waren, angeredet und gefragt, ob sie wissen, ob sie einen Platz wissen, wo wir unser Zelt aufstellen konnten. Und dann haben sie sich so ein bisschen beraten, ein wenig überlegt und dann haben sie uns gesagt, hey, fahrt 50 Meter weiter, auf der linken Seite steht ein Zelt, da dürft ihr drinnen schlafen. Was cool war, ist voll angenehm, wir haben jetzt unser Zelt nicht aufbauen müssen. Jetzt haben wir da drinnen in dem Zelt schlafen dürfen. Also super nett, ja. Und wir haben dann auch noch ein bisschen geratscht mit die Männern. Und die sind vor allem zum Lachsfischen da, weil das ist scheinbar einer der besten Flüsse in Norwegen zum Lachsfischen. Die kommen einmal im Jahr daher, seit wie viel Jahren? Seit 25 Jahren, eine ganze Woche. Ja, eine ganze Woche sind 9 Leute, glaube ich, also eine Gruppe aus 9 Leuten, die was da immer herkommen. Also ist wirklich interessant und wir haben echt viel übers Lachsfischen erfahren und über die Lachse. Heute kommen wir in Trondheim an, unser erstes Etappenziel.
Dass wir ausgerechnet heute nicht in der Natur schlafen werden, sondern der Abend eine mehr als unerwartete Wendung nehmen wird, ahnen wir in diesem Moment noch kein bisschen. Ja, gestern sind wir in Trondheim angekommen. Wie zwei so Streuner sind wir umeinander gerannt, haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Und dann ist das passiert, was uns schon öfters auf der Reise passiert ist, dass einfach dann so eine Situation eine Wendung nimmt. Und über einen Social Media Kontakt haben wir dann über 3 Ecken wiederum einen Kontakt zu jemandem gekriegt, der was in Trondheim wohnt. Die haben uns gestern dann eingeladen, dass wir bei einer schlafen dürfen. Und das war wieder so ein cooles Erlebnis. Das war wirklich eines unserer schönsten Erlebnisse, weil wir so herzlich aufgenommen worden sind. Es war sofort wie wenn wir Teil der Familie gewesen wären. Ja, wie wenn wir einfach uns schon immer kennen würden. Ja, das hat einfach sofort so gut gepasst. Wir haben so einen netten Abend gemeinsam verbracht. Wir haben Lasagne zum Essen gekriegt. Vegetarische Lasagne haben sie extra gemacht, genau. Ja, und zusätzlich ist dazu gekommen, dass gestern das 10-jährige Gedenken an den Anschlag in Oslo war, also der Anschlag von Breivik, Anders. Und da waren auch im Dom in Trondheim den ganzen Tag Zeremonien und Gedenkveranstaltungen. Und ja, das sitzt ja bei den Norwegern schon extrem tief, das haben wir jetzt immer wieder mitgekriegt. Und das Schöne war dann irgendwie, dass die Familie, bei der wir waren, gesagt haben, sie haben das irgendwie ein schönes Zeichen empfunden, dass wir genau an dem Tag zu einer kommen, weil das irgendwie ein Zeichen der Willkommenskultur ist und das ist genau das, was sie ja leben wollen. Und das ist irgendwie passend dann, dass es genau an dem Tag zusammengekommen ist. Und sie haben eben auch am Vormittag waren sie bei Gedenkveranstaltungen und dann als Abschluss, um den Tag irgendwie abzurunden, sind halt wir gekommen. Und zwar völlig Unbekannte. Ja, wir haben wirklich, es ist irgendwie über ihren Sohn gegangen und nur ein paar Ecken, aber keine dieser Ecken kennen wir persönlich. Also sie haben wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt, wer da jetzt kommt. Und wir haben keine Ahnung gehabt, zu wem wir kommen. Und ja, insofern war das einfach so ein schöner Zufall und hat diesen Gedenktag irgendwie schon abgerundet. Das müssen wir echt sagen, das ist einfach die Würze des Radreisens, dass man so in Kontakt kommt mit den Menschen, dass man so eine Offenheit erfährt. Man sieht einfach, oder wir sehen einfach immer wieder, wie gut die Menschen überall sind. Man erfährt immer so viele negative Sachen über die Medien, aber dass eigentlich viel mehr Positives auf der Welt passiert als Negatives, das vergisst man oft. Und wir kriegen immer auf der Radreise sehr viel Positives ab. Ja, das war jetzt unser erstes Video aus Norwegen, von Oslo bis Trondheim. Radfahrttechnisch war es gemischt, ja, waren wunderschöne Sachen dabei, aber es war halt auch viel auf großen Straßen. Jeder schwärmt uns vor von den kommenden Etappen, die jetzt entlang der Fjorde gehen. Wir sind richtig gespannt. Wir hoffen, ihr seid gespannt und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es dann in die Fjorde geht, entlang der norwegischen Küste Richtung Nordkap. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.